Heute geht es ums Schleusen auf der Moldau, um enge Fahrwasser, verpflichtendes Hupen, seichte Stellen, enge Kurven, felsige Ufer und ein Kernkraftwerk. Von der Marina und Schleuse Wrыбne geht es über die Schleuse Luboka bis zur Talsperre Nefkovice, also dem Stausee, der das Kernkraftwerk Temelin mit Kühlwasser versorgt. Die Strecke ist ca. 22 Kilometer lang und für mich völlig neu. Kaum im Vorhafen der Schleuse Wrыбne hat der freundliche Schleusenwärter die rote Ampel sofort auf grün gestellt, dass ich gleich in die Kammer einfahren kann. An den Wänden sind 5 bzw. 6 Schwimmpoller. Begrenzungslinien markieren den sicheren Bereich für das Festmachen des Bootes in der Schleusenkammer. Die Schleusung verläuft ruhig und senkt mich 7 Meter auf das Unterwasserniveau ab. Nach dem Umschalten der Ampel auf grün verlasse ich die Schleusenkammer ins neue, unbekannte Unterwasser. Alles ziemlich unkompliziert. Bisher kenne ich nur die Großschifffahrtsschleusen an der Donau. Die Moldau zeigt sich hier schmal. Auf Wasserstraßen werden in Fließrichtung gesehen die Ufer als rechtes Ufer bzw. linkes Ufer bezeichnet. Rote Farben beziehen sich auf das rechte Ufer, grüne Farben beziehen sich auf das linke Ufer. Rote Tonnen zeigen die Fahrwassergrenze zum rechten Ufer, also in Fahrt immer genau mitdenken, wie die Wasserstraße fließt, dass man nicht mal auf der falschen Seite vorbeifährt. Also hier schön links halten. Rote Tonnen sind zylindrisch, grüne Tonnen sind kegelig. Man sagt auch, die Fahrrinne ist betont. Die Moldau wird wieder breiter, das heißt, wir nähern uns der nächsten Wehranlage und damit der Schleuse Luboka. Also ein kurzes Telefonat in Englisch mit dem Schleusenwärter und die Schleuse wird sofort für mich vorbereitet. Diesmal ist auch ein zweiter Bootsfahrer dabei. Nummern an den Wänden kennzeichnen die verbleibende Kammerlänge. Hier haben die Schwimmboller zusätzliche kleine Zapfen für Sportboote, so ist das Handling wirklich top. Hinter mir schließt sich bereits das Klapptor zum Oberwasser. Die Absenkung nach unten gestaltet sich ruhig. 3 Meter Höhenunterschied sind zu überwinden. Nun wird's spannend. Eine starke Linkskurve steht bevor. Hier hat sich eine große Ausbuchtung wegen der Fliehkraft auf das Wasser gebildet. Die innenliegende Fahrrinne würde versanden und zu seicht werden. Daher hat man hier ein Leitwerk, also eine künstliche Steinmauer gebaut, die das Wasser in die Fahrrinne zwingt. Die Tiefenmessung zeigt nur ca. 1,7 bis 1,8 Meter unterm Kiel. Weiter geht's jetzt durch ein enges, felsiges Tal wie in einem Märchenwald. Der Staubereich der Talsperre Nefkovice beginnt. Der Hauptzweck der Talsperre ist es, das Kernkraftwerk Temelin mit ausreichend Kühlwasser zu versorgen. Links die große Pumpenhalle. 2 Rohrleitungen mit 1,6 Meter Durchmesser und gut 6 Kilometer Länge führen zum Kernkraftwerk. Die Fallhöhe beträgt ca. 15 Meter. 2 Kaplan-Turbinen mit 2,4 Meter Durchmesser erzeugen insgesamt knapp 10 Megawatt Leistung. Jetzt geht's wieder zurück. Mit einem kurzen Telefonat melde ich mich beim Schleusenwärter in Luboka für die Bergschleusung an. Im Vorhafen der Schleuse ist die Telefonnummer groß angeschrieben. Nach ca. 10 Minuten Wartezeit im Unterwasser schaltet die Ampel auf grün und ich kann in die Kammer einfahren. Zahlreiche parallele Holzleisten in Sportboothöhe
bieten Schutz vor Kratzern und machen das Schleusen zum Vergnügen. Man sieht, dass hier als Zielgruppe auch die Sportboote gelten. Alles ist für uns Kleinen optimal dimensioniert. Wieder lege ich an einem bequemen Schwimmpoller mit Sportbootzapfen die Leinen auf Slip. Hinter mir schließt sich schon das Stemmtor. Die ruhige Bergschleusung hebt mich wieder 3 Meter hinauf. Nach dem Umschalten der Ampel auf Grün geht es aus der Kammer raus ins Oberwasser. Weil eine Pause am Boot mal gut tut, ist in der noch breiten Moldau schnell ein Ankerplatz gefunden. Der Ankerball zeigt an, dass das Boot nicht in Fahrt ist. Die Ruhe und das teefarbene Moldauwasser laden zum Erfrischen und Chillen ein. Weiter geht's hinauf zur Schleuse Wrybne. Weil es hier sehr schmal ist, gibt es eine Strecke mit Begegnungsverbot. Vor der Einfahrt muss ein Schaltzeichen abgegeben werden, weil man nicht um die Kurve sieht. Nach kurzer Wartezeit ist die Schleuse wieder bereit und ich fahre ein. Normalerweise sind Bergschleusungen turbulent, weil das Wasser von unten einströmt. Hier ist die Bergschleusung bei 7 Meter Höhenunterschied extrem ruhig und man kann daher jeden Schwimmpoller in der Kammer nutzen. Nirgendwo gibt es schwierige Turbulenzen. Nach dem Umschalten der Ampel auf Grün geht's raus aus der Schleusenkammer. Direkt anschließend ist am gegenüberliegenden Ufer die Hafeneinfahrt in die Marina Wrybne, wo ich mein Boot wieder verhefte. Eine schöne Bootsfahrt über 2 Schleusen in einem für mich neuen Gewässer und zahlreichen neuen Eindrücken geht's damit wieder zu Ende. Wenn dir das Video gefallen hat, dann bitte ein Like da lassen und den Kanal abonnieren. Würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Video.